Hallo, lieber Alexei. Ich weiß genau, wenn unser Projekt zu Ende sein wird, dann wirst du auf jeden Fall irgendein cooles Making-of machen wollen. Und deswegen dokumentiere ich jetzt ganz kurz hier für dich, für euch, für alle, wo das Drehbuch entstanden ist. Zweieinhalb Wochen bin ich jetzt hier, der totalen finnischen Einsamkeit. Rechts erstrecken sich 8 Kilometer dichter Wald. Und hier ein schöner See. Und hier wird geschrieben. Ja, herzlich willkommen zum Making-of unseres kleinen, etwas aus dem Ruder gelaufenen Fanfilms vielleicht. Ich habe für den Anfang eine kleine Überraschung vorbereitet. Okay. Alexei wird jetzt, weiß ich nicht, wie er reagieren wird. Ich wollte euch mal kurz was Lustiges vorspielen. Ja. Und zwar eine WhatsApp-Sprachnachricht, die 3,5 Jahre alt ist. Mhm. Hey, ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Und ihr wollt euch ein bisschen von dem ganzen Heckmeck und Corona und was alles so ist hier. Ich habe gerade eine Idee gehabt, die ich dir mal vorschlagen wollte. Vielleicht hast du ja irgendwie Bock, das mit zu realisieren. Ich würde gerne einen Trailer machen für meinen YouTube-Channel beziehungsweise für den Shop oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob du aus dem klassischen Star Wars noch diese Bar-Szene, diese Cantina-Szene in Erinnerung hast, auf diesem Wüstenplaneten, wo sie da so eine coole Alien-Jazzband haben, die spielt so ganz abgefahrene Musik und halt so super viele Aliens in so einer Bar rumhängen. Und ich habe mir überlegt, weil ich habe jetzt gerade mein 6. Kostüm fertig bekommen und bis zum Herbst kommen wahrscheinlich noch 2 dazu. Also das sind ja schon mal ein paar Charaktere. So, wir stopfen einfach alle diese 8 Kostüme in eine Bar rein. Da müssen wir entweder irgendwie noch 7 Leute finden, die ungefähr meine Körperstatur haben oder ich weiß nicht, vielleicht kann man das ja auch alles irgendwie, vielleicht kann das auch alles ich sein und man filmt das separat und legt es dann übereinander, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber dann filmt man so eine Kamerafahrt durch diese Bar, wo diese Charaktere sitzen, irgendwie einer steht hinter der Theke und zapft Bier und andere sitzen einfach da und unterhalten sich und vielleicht prügeln sich noch 2 irgendwie so Barschlägerei-mäßig oder keine Ahnung. Da muss man dann ein Drehbuch schreiben, aber irgendwie so eine Kamerafahrt halt durch die Bar mit all diesen 8 Kostümen, mit all diesen 8 Charakteren. Und genau, dann will ich gerne noch selber einen Song dafür schreiben. Der hat auch so ein bisschen abgespaceder Jazz ist wie im Original halt und will das aufnehmen und dann die Musik dahinter legen. Ja, du kannst ja mal sagen, was du davon hältst und ob man das irgendwie mit deinem Equipment realisieren kann und ob du Bock darauf hast. Sag doch mal, was du davon hältst. Das war deine Nachricht an ihn. Ich kann mich auf dieses Gespräch gar nicht erinnern, aber ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Du hast zurückgeschrieben, kann man machen. Ob Equipment passt, sieht man dann erst, wenn man vor Ort ist. Typische Alexei-Antwort. Also super. Also das, was du da beschrieben hast, hat sich tatsächlich realisiert. Das, was ich da beschrieben habe, ich habe nochmal ins Drehbuch geguckt, sind tatsächlich 5 von den über 95 Szenen, die wir jetzt gedreht haben. Also nur diese Kamerafahrt durch die Bar, einmal alle Gäste zeigen, das war ja ursprünglich das Einzige, was ich da beschrieben habe. Das ist jetzt nur noch die Intro-Szene für den Film praktisch, wenn du reinkommst mit Marc zusammen und dann geht so einmal diese Fahrt durch die Bar los. So. Mehr hatten wir ursprünglich gar nicht vor. Wie dieses Projekt aus dem Ruder gelaufen. Das ist unglaublich, super, oder? Super. Das ist, wo ich als Shooter da reinkomme, genau, da ist diese ganze Aufnahme. Toll. Ja. Also du hattest schon eine Vision. Was ich besonders krass finde, ist 6 Kostüme. Also ich glaube, wir haben
20, 25 Kostüme bestimmt, also nicht alle, die ich selber gemacht habe. Zum Beispiel Mika hat ja auch seinen Stormtrooper-Suit selber mitgebracht und ein paar andere haben auch ihre Kostüme mitgebracht, aber in 3,5 Jahren sind aus diesen 6 Kostümen einfach bestimmt mal locker 20 selbstgemachte geworden. Das ist Mika. Ich habe ja auch die Szene, wo ich dann als Kommandant da reinkomme und sage, Trooper! Du musst heute, das ist ja Plural. Du musst heute deinen inneren Militaristen so ein bisschen rauslassen. Absolut. Trooper! Ihr verlässt die Uniformspflicht! Wo sind eure Helme? Das ist interessant. Ja. Wann war das übrigens? Wann hast du mir diese Nachricht Juni 2021. Ja, das Witzige, also ich habe bis dahin wahrscheinlich nur einmal einen Film von Star Wars geschaut. Ja, stimmt. Das habe ich aber auch gesehen in WhatsApp. Wir haben da ein bisschen geredet und so ein halbes Jahr später hast du mir geschrieben, so, ich habe jetzt alle 9 Filme geschaut und dann habe ich dir zurückgeschrieben, es gibt aber 11. Ja, Corona hat auch gute Sachen gebracht. Ja. Ich hatte Zeit, während ich Corona hatte, dann alle Filme zu schauen. Das hört man in der Sprachnachricht auch, dass ihr da alle gerade Corona hattet. Ne? Auch Mandalorian und alle Serien habe ich auch geschaut, außer Zeichentrickfilme, die mit Star Wars irgendwie zu tun haben. Viele sagen ja, das ist das Beste an Star Wars, die animierten Serien. Dann vielleicht bei nächster Pandemie oder so. Ja. Ich hingegen habe genau das Gegenteil gemacht. Ich wollte gar nichts sehen. Ja. Ich habe zwar ein paar Sachen gesehen, ja, also so sporadisch. Immer nur die Ausschnitte, die ich dir geschickt habe wahrscheinlich. Ausschnitte, ja, die du mir geschickt hast. Ein paar andere Sachen hatte ich in der Vergangenheit gesehen, also was man so halt auf Internet sehen kann. Aber ich war ja nie speziell so für solche Art von Filmen so interessiert, mehr wo ich dann dachte, da kann ich mehr Schauspiel sehen, wobei ich merke, bei Star Wars ist auch tolles Schauspiel dabei, trotz der ganzen Masken, wo man kein Gesicht sieht und so. Ich würde fast sagen, wegen der ganzen Masken. Wegen der ganzen Masken. Weil das ist ja, also ich bin kein Schauspieler, ich habe keine Ahnung, aber ist es nicht schwerer, irgendwie Emotionen rüberzubringen, wenn du keine Mimik zur Verfügung hast? Ja, einfach würde ich mir vorstellen. Ja. Also ja, man muss so eine Art Mut haben, so eine Ausstrahlung, genau. Und das ist schon eine Herausforderung als Schauspieler, wenn man so vermummt ist, sage ich mal, und eigentlich alles, was man zeigen kann, innen drin ist, in der ganzen Maske, in diesem Kostüm. Und ich finde, dass wenn es rüberkommt und dass man dann auch sieht, das ist natürlich auch eine tolle Bestätigung, dass man da auch Ich hatte so einen Moment, wo du, das war glaube ich beim letzten Drehtag, da hast du, oder beim vorletzten, da hast du mit Charles an der Bar gestanden und hast so, er hat so ganz offen irgendwie das Imperium kritisiert, obwohl da irgendwie ein Tisch voller Stormtrooper sitzt. Und dann hast du so diese langen Finger, deine Rolle hat ja so 20 Zentimeter lange Finger und dann hast du die so genommen und so, du hast ja, deine Maske hat ja nicht mal einen richtigen Mund, aber nur so diese Geste und dann dachte ich so, okay, der Mann weiß, was er macht, ja, er weiß jetzt irgendwie, er kann das ist kein Gesichtsausdruck zur Verfügung, aber er kann jetzt irgendwie das gestisch rüberbringen, dass hier irgendwie gerade eine Verschwörung im Gange ist. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist cool, dass du an Bord bist. Super, nee, ich finde das auch. Es ist für mich eine ganz neue Herangehensweise, ja, weil normalerweise als Theaterschauspieler oder auch als Filmschauspieler, wo man halt die typischen Filme dreht, da schaut man viel über die Augen, die Gesichtsausdrücke und alles, was von innen kommt, das überträgt sich dann auf den Körper. Ja, also, und da hast du einen anderen Körper in dem Moment als Shooter mit dieser Maske, die dann natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig ist, aufgrund auch der wenigen Luft, die man bekommt. Gott sei Dank hast du mit ein Loch da unten. Am ersten Drehtag noch mit dem Dremel reingefräst. Ne? Ja, genau, das hast du nicht mal. Das waren wir haben wir bei der Probe, Kostümprobe. Also gut, das machen wir gleich. Ich dachte, was? Er zerstört die Maske wegen mir, damit ich atmen kann und darf. Da gibt's eine schöne Anekdote vom ursprünglichen, vom ersten Star Wars Film von 77. Und zwar ist es dieselbe Maske, die du auf hast. Ne? Die Rolle heißt
heißt er Greedo, aber im Prinzip ne, selber Alienrasse, auch eine grüne Haut, so, also dieselbe Maske im Prinzip. Und die Frau, die dort in dem Kostüm gesteckt hat, die ist wirklich am Set fast erstickt. So erzählt man, weil sie hat halt keine Luft mehr bekommen in der Maske und hat halt wild gestikuliert und die Leute haben halt gedacht, oh, die Schauspieler sind schön. Die haben die Gesten für Teil der Rolle gehalten. Okay. Und also zumindest habe ich es mal irgendwo gelesen, ja, dass die... alle haben applaudiert, ja, das macht das sehr gut. So ungefähr. Und keiner hat mitbekommen, dass es ihr schlecht ging. Okay. Ja. Und deswegen bin ich auch immer vor jedem Drehtag hingegangen und habe zu dir gesagt, so ey, ne, Wink irgendwie, lass uns ein Signal ausmachen, wenn es denen nicht gut geht, dass wir dir die Maske vom Kopf reißen können. Genau. Not, ja. Ich fand das richtig gut. Also du bist ja sehr gut vorbereitet. Vielen Dank. Du hast alles toll vorbereitet. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert und verwundert, dass du jemand, der jetzt nicht tagtäglich in der Filmbranche tätig bist, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, intuitiv. Ja? Und Dankeschön. das ist das Beste, das ist auch das Authentischste daran. Und du hast alle möglichen Aufgaben abgedeckt. Ne? Also das ist mit dem Drehbuch, mit könnte ein richtiger Regisseur daraus werden. Also wenn ich mir einen Job aussuchen könnte von all denen, die ich in diesem Projekt gemacht habe, dann würde ich, glaube ich, gerne so Set Decorator werden. So diese ganze Szene hier aufzubauen. Die Bretter zusammenzuschrauben, zu lackieren, hier die Requisiten hinzustellen und so. Ich glaube, das ist so von allem Kostüme, Set, Props, Regie führen, so von diesen ganzen Jobs so mein Lieblingsjob gewesen. Set, okay. Und da kann ich den Kontakt machen. Okay, cool. Also jetzt, wo du eine Richtung kennst, weil du hattest mir zwischendurch mal gesagt, ja, wenn du irgendwie Projekte siehst, wo ich da wirken kann, sage ich dir auf jeden Fall. Erzähl das nicht so laut, wenn meine Eltern sitzen im Publikum. Die kriegen einen Herzinfarkt, wenn der Junge jetzt nochmal in einer neuen Branche von Null anfängt. Also ich glaube, du hast so viel Talent. Du hast mir eben gerade eine Waffe gezeigt. Ja, du hast da, was hast du, einen Schuhanzieher, Schuhanzieher benutzt, damit ich die Waffe so mit dem Haken an dieser Waffe auch an meinem Körper dranhängen kann. Also ich finde das sowas von kreativ und das ist eigentlich gut, das ist jetzt Requisite, aber du kannst das auch mit dem Set machen. Also das finde ich toll. Das heißt, du hast eigentlich eine Grundlage. Und Improvisationstalent hilft auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und wenn du dann noch vielleicht von jemandem, der wirklich das Ganze professionell gemacht hat oder weiterhin macht, ein paar Tipps bekommst, also ich glaube, das liegt dir dann einfach und dann hast du auch Jetzt hier blenden wir dann Telefonnummer vom Sebastian ein und E-Mail-Adresse. Ja, genau. Meldet sich bei ihm. Jobangebote in diesem Bereich. Ihr könnt auch einfach auf meinem YouTube-Kanal die Description schauen, da steht es bestimmt auch drin. Und natürlich auch abonnieren und liken. Absolut, absolut. Ihr im Kino nicht, aber ihr auf YouTube dann. Ja. Wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen? Wie haben wir uns kennengelernt, Alexei? Unser Kameramann hier. Weil ich weiß es wieder, 2012 war das. Da war ich sein Praktikant. Ich habe in der Firma ein Praktikum gemacht, wo Alexei Webentwickler war und Webseiten designt hat. Und dann hat unser Teamleiter neben ihn gesetzt und hat gesagt, hier, das ist jetzt ein Praktikant, lass ihn mal was machen. So haben wir uns kennengelernt. Okay. Das war 2012, ne? Ja, ich glaube schon. Dann haben wir sehr viel zusammengearbeitet an verschiedenen Projekten. Ja. Und immer kreativ. Ne? Es war mal Software designt, mal Filme gemacht, aber es war immer irgendwas Kreatives. Ja, und irgendwann mal kam ja diese Nachricht dann. Ja, 14 Jahre später. Das finde ich super, ganz toll. Also, wow. Ja, ich muss auch sagen, mit Alexei ist es immer sehr... Also Alexei kann auch anstrengend sein in der Zusammenarbeit. Das weiß ich aber nur aus Erzählungen von anderen Leuten, weil der hat sich manchmal echt mit Kollegen in die Haare gekriegt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Aber wir hatten schon immer so einen Modus, dass zwischen uns hat das einfach funktioniert. So. Und ich glaube, Alexei weiß, wenn ich ihm was sage, dann versuche ich ihm inhaltlich Feedback zu geben und versuche nicht irgendwas aus so Ego-Allüren herauszusagen, was ja dann viele machen. So, ne? Dann, wenn du Software designst, ne, dann gibt es ja irgendwie immer viel Feedback und dann kommen halt so Kollegen an und sagen, der Button ist blau, der soll aber rosa sein. Warum? Ist es besser für den User, wenn der rosa ist? Ist es dann intuitiver bedienbar? So, keine Ahnung, ist meine Lieblingsfarbe. Ach so. Und bei solchen Argumenten reagiert er immer sehr allergisch. Aber sobald man sich mit ihm auf eine inhaltliche Ebene begibt und
ich habe das Gefühl, da haben wir schon immer irgendwie gut harmoniert. So. Ich bin anstrengend nur mit anstrengenden Leuten. Ja, genau. Ja, richtig, absolut. Ja. Das ist toll. Ja. Das ist super. Ja. Also das habe ich auch gemerkt, weil die Ruhe am Set, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich meine, ich habe... Ist es an anderen Sets anders? Manchmal ist ja sehr viel Geschrei? Nicht nur Geschrei, sondern Anspannung und dann merkst du, wie es dann knistert und so. Und das führt dazu, dass man auch nicht sehr entspannt ist, wenn man auch die eigene Arbeit durchführen muss in dem Moment. Kommt hier natürlich noch dazu, dass das hier natürlich ein absolutes, nicht nur Amateur, sondern Fanprojekt ist. Ne? Also ich glaube, die Leute jetzt wie ihr beiden, die keinen Bezug zu Star Wars haben so richtig, die kannst du ja hier an einer Hand abzählen. Ne? Die meisten ist ja hier der Dennis, der nachher kommt. Hallo. Der ist einfach, den kannst du anrufen, den kannst du wahrscheinlich nachts um 3 anrufen und kannst ihm sagen, du hast morgen früh um 10 die Chance, deine Stormtrooper-Rüstung zu tragen, dann setzt er sich ins Auto und fährt los. So. Der kennt da gar nichts. Ja. Und ich meine, wir sind es ja auch alle gewöhnt, ne? Wenn wir so halt auf die Conventions gehen mit den Kostümen. Ne? Du sitzt halt 4-5 Stunden im Auto, um mal irgendwo 2 Stunden dein Kostüm zeigen zu können und dann fährst du wieder nach Hause. Und ich glaube halt, 99% der Leute, die hier mitmachen, machen halt mit, weil sie krasse Star Wars-Fans sind und die kommen dann natürlich auch mit einer anderen Freude ans Set, als wenn das hier nur dein Job ist, so sage ich mal. Ne? Ja, es ist bei mir aber auch so, dass, klar, ich schauspiele, aber es soll mir Spaß machen, deswegen mache ich das. Ja, also vom Haus aus habe ich ja vorher studiert, war also Dolmetschen und Übersetzen. Mit dem Dolmetschen bin ich dann an die Schauspielerei gekommen. Ne? Da habe ich dann gedacht, okay, das gefällt mir ganz gut, ja, das hat mich getriggert und habe tatsächlich dann eine private Schauspielschule besucht und währenddessen habe ich schon Engagements gehabt auf der Bühne, vor der Kamera, bei verschiedenen Produktionen, von ganz klein, von No Budget bis halt Großbudget, sag ich mal. Und ich habe mir das ja angehört, was du mir erzählt hast. Ja, habe ich dir auch eine Sprachnachricht geschickt? Oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das war. Nee, wir haben telefoniert. Wir haben telefoniert, weil der Toni, die Musik für die... Ja, die Geschichte muss ich gleich auch noch kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Genau, das können wir gleich machen. Würdest du jetzt was anderes erwähnen wollen, bevor wir das... Ich würde gerne, also bevor wir weitermachen, also ich würde jetzt wieder mal auf unsere Special Effects Button klicken. Okay. Das ist wichtig zu verstehen. Ich mache jetzt extra ein bisschen mehr, damit man versteht, womit wir zu tun hatten. Vor allem mit diesen Geschichten zusammen mit den Masken. Ja. Die hatten ja immer die Masken an und es war schon schwindelig in den Masken nach 15 Minuten, wo man gedreht hat. Und dann dazu noch kommt das da, Nebel, wo man auch ohne Maske fast gar nicht atmen kann. Ja. Und das hat das Ganze nochmal erschwert. Und was das fürs Bild ausmacht, das könnt ihr beurteilen. Das sieht alles so, wenn man Nebel einfügt, ein bisschen cinematischer. Ich bewundere dich total. Du hast so... Ich weiß gar nicht, das ist so eine Kunst für sich. Ne? Der positioniert ein paar Lichter im Raum und drückt einmal auf diese Taste von der Nebelmaschine und du guckst dir das nachher auf dem Bildschirm an und denkst, das ist eine Hollywood-Produktion, die 250 Millionen $, gekostet hat. Das ist, ich weiß nicht, du hast so ein Talent, das so, also wir sehen es ja gleich auf der Leinwand, aber du hast so ein Talent, das so, irre wirklich. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie du das machst, aber du hast so ein Gespür für Licht, das ist total krass. Danke. Genau. Was denkst du? Ich denke, es wird eine geile Sache, nur ich mache mir nur Sorgen, ob uns 500 Watt insgesamt reichen, um das zu beleuchten. Hat dieser Planet nur eine Sonne? Nein, nee? Mindestens 3 werden da sein wahrscheinlich. Okay. Bevor wir weitermachen, wollte ich noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Genau. Und dafür muss ich erstmal erzählen, wie ich Toni kennengelernt habe. Mach das. Und zwar relativ bald nach dieser Sprachnachricht, die wir gehört haben, sind der Alexei und ich nach Darmstadt in ein Restaurant gefahren. Das lag an einem See, ich weiß nicht mehr an welchem. Weiterstadt war das, glaube ich, ne? Oder? Irgendwo, weiß ich auch nicht. Irgendwo bei Darmstadt. Und weil wir die Idee hatten, dass wir in eine echte Bar oder ein echtes Restaurant gehen und da drehen. Ja?
Und der Deal mit denen wäre gewesen, also wir machen irgendwie, also die hatten montags Ruhetag, ne, dann wären wir Sonntagnacht gekommen, hätten alles von denen rausgeräumt, hätten unsere ganzen Requisiten und Dekorationen reingeräumt, hätten Montagmorgen angefangen zu drehen, bis Montagabend, hätten dann Montagnacht alles wieder abgebaut. Was natürlich völliger Wahnsinn ist, allein schon, weil hier alles Amateure sind, ja, wer kann denn irgendwie mal einen Montag ständig frei machen zum Drehen, ne? Aber damals war das mein Plan, bevor hier irgendwie diese ganze Kulisse entstanden ist. Und da haben wir gesessen und haben mit den Betreibern gesprochen, die Freunde von Alexei sind. Okay. Und Toni hat da gekocht. Ah ja, okay. Und wir haben dann am Ende mehr mit Toni gesprochen, als mit den Eigentümern von dem Laden, weil der so begeistert war von dem Projekt. Und dann so, ja, komm, ich komme her, ich mache euch Musik, ich komponiere euch was. Und wir hatten natürlich, ich hatte auch eine Maske mitgebracht, hier diese Tintenfischmaske von dem Mon Calamari, die der Kevin trägt. Und dann haben wir die gezeigt und so. Und der Toni war hin und weg von dem Projekt. Und wir haben nie wieder mit diesen Restaurantbetreibern geredet. Aber die Freundschaft mit Toni ist geblieben. Super. Und der hat uns inzwischen ja 3 Lieder geschrieben und aufgenommen, extra für den Film, ja, extra auf die Szenen, auf die Stimmung passend. Und irgendwann sagt er zu mir, wenn du noch Schauspieler brauchst, ich kenne da wen. Und so haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja. Ich kenne den Toni schon lange. Er ist ein Gastronom, der wirklich begeistert ist mit Musik. Er ist der größte Pink Floyd-Fan. Ja, so das hört man auch an, das hört man im Soundtrack auch an. Ja. Genau, das hört man raus, Pink Floyd, ja. Genau. Und ich kenne ihn schon lange, weil ich auch für ihn Kontakte aufgenommen hatte mit den Pink Floyd bzw. mit dem Manager von Roger Waters und so weiter. Das war, vor Jahren war das. Also ich kenne ihn schon seit den ersten 2000ern. Ne? Also wir sind jetzt mittlerweile um die 24 Jahre, sage ich mal. Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil er dann hier nach Frankfurt, also der Frankfurter Gegend umgezogen ist. Er hat ursprünglich in Saarbrücken gelebt und dort gearbeitet. Aber die Sympathie und der Respekt ist immer geblieben. Und ich bin froh, dass er an mich gedacht hat, weil er auch bei mir gesehen hat, was für eine Entwicklung ich gemacht habe. Er hat das auch mitbekommen, als ich von meinem Dolmetscherjob irgendwie in die künstlerische Szene. Und dann wollte er dich auch ein bisschen supporten. Ja, er hat gemerkt, dass ich da vieles mache mittlerweile und er meinte, ja, Michael, ich merke, du fühlst dich wie ein Künstler, Schauspieler, wie ich auch. Ne? Ich bin zwar Gastronom, aber du weißt, Musik ist für mich über alles und so. Ja. Und so, dass er angefangen hat auch zu komponieren und ich finde das toll, dass er das ermöglicht hat und ich bin froh, dass ich dann seine Musik in dem Film, wenn das Ganze zu Ende ist, auch zu hören ist. Also, dass man sagt, wow, toll. Ja. Und die Geschichte geht sogar noch weiter. Ich finde, es ist so cool, wie irgendwie so alles ineinander greift in diesem Projekt, weil also er hat dann ein Lied geschrieben und aufgenommen und ein anderer Freund von mir, Evgeny, der ist so ein bisschen so into so Elektromusik und so Kram, ne? Und der hat dann Tonis Stück genommen und hat es dann geremixed, so als so ein Elektro-Lo-Fi-Stück. Okay. Ja, und wir haben 2 große Szenen, die in der Bar spielen, die unterbrochen sind von dieser Werkstattszene. Und wir werden sozusagen, Tonis eines Stück werden wir halt am Anfang nutzen. Ja? Und dann sozusagen, wenn es dann nochmal zurückgeht, ein zweites Mal in die Bar, dann werden wir diesen Elektro-Remix von Tonis Stück spielen, wo man dann als Zuschauer hoffentlich so ein bisschen denkt, so, irgendwie kenne ich die Melodie, aber es ist irgendwie doch ein anderes Stück so ein bisschen. Und so, der eine baut so auf den Ergebnissen vom anderen auf. Und ich finde es total cool. Das ist toll, weil da man auch so eine gewisse Konstanz sieht bezüglich Soundtrack. So Wiedererkennungsmerkmale. Ja, ne? Nee, hoffentlich, Also die Magie von der Filmindustrie, also jetzt, also in dieser Sekunde blenden wir eine Version. Und jetzt die andere. Merkt man den Unterschied? Das müsst ihr beurteilen. Genau.
Ja, und vielleicht noch eine Anekdote zum Thema Set. Also, habe ich ja gerade schon erzählt, also das, wo wir hier drin sitzen, das ist dann irgendwie alles so in 3-4 Monaten entstanden. Viel zu viele Fahrten zum Turmbaumarkt. Da haben wir uns dann von diesem Restaurant verabschiedet. Und ich habe die ganze Zeit zu Alexei gesagt, so, klar, für die Indoor-Szenen cool, wir können irgendwie alles aufbauen und alles machen und alles super, aber wie machen wir es denn mit den Außenszenen? Ja, das war mir die ganze Zeit ein Riesendorn im Auge, weil wir drehen ja einen Sci-Fi-Film, wir sind ja auf einem anderen Planeten, ja, und du musst ja auch das Gefühl haben, dass du nicht auf der Erde bist. Und wenn wir jetzt irgendwie rausgehen, ja, also abgesehen davon, dass der Film im Winter spielt, bei Schnee, du musstest ja erstmal warten, bis es schneit, abgesehen davon, dass du irgendwie auf einen Tag mit Schnee warten musst du ja auch irgendwie, du kannst ja nicht jetzt einfach irgendwie in den Frankfurter Stadtwald gehen und kannst da rumspazieren, ja, und dann siehst du noch irgendwo den Goethe-Turm im Hintergrund und denkst so, was wollen die mich verarschen? Das ist doch nicht irgendwie ein anderer Planet, das ist doch die Erde, so ist doch klar. Und dann hat Alex ja irgendwann zu mir gesagt, du weißt, man kann auch Miniaturen machen, ne? Und dann ist so ein völlig neues Hobby von mir entstanden, ja, weil ich habe was wiederum eskaliert hat. Ja, was komplett eskaliert ist, weil ich dann angefangen habe, einfach so aus alten Schaumstoffresten Häuser zu bauen, und dann bin ich in einen Modellbauladen und habe mir Bäume gekauft und Kunstschnee und so Islandmoos, so getrocknetes, um so kleine Büsche zu simulieren. Und habe dann halt diese Miniaturwelt gebaut, wo wir jetzt halt sozusagen die Außenszenen mitmachen. Ne? Alexei fährt dann mit seinem Makroobjektiv da durch. Was wir für 2.000 € extra dafür gekauft haben. Ja. Und auch daraus ist wieder ein komplettes, wie er sagt, eskaliert, ein komplettes Hobby entstanden. Ne? Cool. So Miniatur-Modellbau, das ist ja auch eine Welt für sich so irgendwie. Ne? Aber das hat schon auch echt Spaß gemacht. Und deswegen sage ich auch so, dieses Setbau, das ist irgendwie so, da kann ich mich richtig drin verlieren. Ne? Dann bin ich hier unten im Keller, also da gab es die Kulisse noch nicht, habe ich mich hier unten 3 Wochen irgendwie jeden Abend nach Feierabend eingesperrt und habe irgendwie mit Farbe und Styropor und Kleber und Holzleim hier irgendwie rumgemanscht, bis dann irgendwie so die Welt so aussah, wie ich sie haben wollte, mit dem Hafengelände und der Reling und den Häusern und so. Und wow, dann hast du auch ein bisschen so Feinarbeit gemacht, ne? Also klar, Set Decorator, man kann so sagen, okay, das sind so die großen Sachen, aber du hast dich auch mit den kleinen beschäftigt. Also du musst ja so eine Miniatur aufbauen, und da brauchst du tatsächlich so wirklich ruhige Hand. Genau. Ja, vor allem das, ja. Das weiß ich nicht, ob ich da so richtig gut drin bin. Ich habe immer darauf vertraut, dass Alexei den Hintergrund nur so blurry zeigt, dass man die ganzen Unebenheiten, die ich beim Anmalen gemacht habe, nicht so sehr sieht. Noch wissen wir ja nicht, ob das geklappt hat. Ja, nee, wir haben keine Ahnung. Ihr wisst eigentlich mehr als Interview jetzt genau, also bevor wir das alles noch geschnitten haben. Ja, letzter Drehtag. Wir haben tatsächlich den letzten Drehtag in der Kulisse heute, und morgen baue ich schweren Herzens hier unten alles ab. Am Jahresende müssen wir hier rausgehen. Wir haben dann nochmal einen Außendreh nächstes Jahr, aber in dieser Kulisse wird es tatsächlich der letzte Dreh, wobei ich jetzt gerade auf der Comic-Con in Stuttgart war. Und da mit jemandem gesprochen habe, es besteht die Chance, dass wir vielleicht, also wir heben die Kulisse auf jeden Fall und lagern die ein. Es besteht die Chance, dass wir die nächstes Jahr vielleicht auf der Comic-Con als Stand aufbauen und dann da ein bisschen Werbung für den Film machen. Weißt du, dann hängen wir hier überall QR-Codes rein mit einem Link auf YouTube, auf den Film. Toll. Die Leute, 2 Schaufensterpuppen mit Kostümen aus dem Film, die Leute können Fotos machen, können sich ein bisschen in die Bar setzen, können ein Foto mit Darth Vader machen, können hier ein Getränk trinken oder so. Super Idee. Mal gucken, ich weiß noch nicht, was die an Standgebühren haben wollen oder ob das klappt, aber da sind ein paar gemeinnützige Vereine auch, die dann auch einfach so irgendwie coole Kulissen mitbringen zum Foto machen. So vielleicht ist es nicht allzu teuer, und dann mal gucken. Ja. Gut, aber du schreibst das alles in der Gruppe, damit ich auch informiert bin. Ich hoffe, du kommst mit nach Stuttgart. Deswegen meine ich ja. Ja, natürlich, klar. Dabei sein, deswegen. Ja. Absolut, ja. Ja, wir haben auch WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer austauschen, und da sind keine 6 Personen drin. Das bisschen mehr. Ja. Ich glaube, wir sind insgesamt Beteiligte wahrscheinlich so an die 30 inzwischen, könnte ich mir vorstellen. Ihr wisst ja, ihr sitzt alle im Publikum gerade und schnell nachzählen. Ja, zählt mal durch, genau. Ja. Ich habe euch noch was mitgebracht.
Ich wollte euch noch zum Thema Kostüme was zeigen, weil ja eben nicht nur hier die ganze Kulisse, sondern auch die Kostüme alle mehr oder weniger im Eigenbau entstanden sind. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ne? Ich habe, um nochmal ganz an den Anfang zurückzugehen, also die Sprachnachricht, die ich vorgespielt habe, war von Juni 21. Aber eigentlich hat das Filmprojekt im ersten Lockdown, im Corona-Lockdown 2020 angefangen. Okay. Weil da habe ich mir meinen ersten 3D-Drucker gekauft. Ach so. Überhaupt noch nicht, ohne an irgendeinen Film zu denken, sondern einfach nur so aus Langeweile im Lockdown. Dann wollte ich schon immer mal einen 3D-Drucker ausprobieren. Dann habe ich mir einen 3D-Drucker gekauft und habe so meinen ersten Stormtrooper-Helm da drauf gedrückt. Tatsächlich. Dann habe ich das Vader-Kostüm, war das erste, was ich gemacht habe, gebastelt, halt mit dem 3D-Drucker und also die Teile, die halt aus Plastik sind. Und da ist es dann so ein bisschen, ne, also in der Sprachnachricht hatte ich ja schon 6 Kostüme. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, wir müssen jetzt langsam mal aus diesen 6 Kostümen mal was machen. Ja? Irgendwie einen kleinen Trailer für meinen YouTube-Kanal. Das war ja die Idee am Anfang. Es hat man auch immer noch nicht an einen Film gedacht. Ne? Also eigentlich ist das Projekt im März 2020, war glaube ich der erste Lockdown. Ne? Februar, März. Genau, und neben dem 3D-Drucker habe ich mir dann tatsächlich noch so ein bisschen Nähen beigebracht, auf Verenas, schöne Grüße, Nähmaschine, eins von den Kostümen genäht und eine andere Technik, die ich mir beigebracht habe für den Film, und das ist ganz interessant, das wollte ich euch mal zeigen, ist Maskenguss. Also es fängt tatsächlich auch mit dem 3D-Drucker an. Ich stelle das mal hier hin und hoffe, es fällt nicht um. Es fängt tatsächlich auch mit dem 3D-Drucker an. Also das habe ich praktisch in der 3D-Software designt. Ja. Das ist einfach ein Alien-Kopf für eine von den Rollen im Film. Und was ich dann gemacht habe sozusagen, also du nimmst dieses Teil und packst es in so ein Bett aus Ton. Ja. Okay. Und zwar nur so bis zur Hälfte, bis zur Markierung. Ja, und legst es so waagerecht hin und dann übergießt du das mit Gips. Ja, vorher mit so einem Formen-Trennspray ein und dann übergießt du das mit Gips. Ja, und dann, was im Prinzip entsteht, ist so ein Negativabdruck dieser Maske. Ne? Also wenn du jetzt die hier drauf machst, so, das passt genau, also es ist ein bisschen schwierig wieder reinzubekommen, weil das so Überhänge hat, aber ne, das passt genau da rein. Ne? Das ist praktisch so der Negativabdruck von der Stirn und den Augen und so. Ne, und dann drehst du sozusagen, wenn das Gips hart ist, drehst du das Ganze nochmal rum und dann machst du es von der anderen Seite und dann bekommst du so eine Zwei-Part-Maske, so eine Zwei-Part-Form. So, ne, die ist dann im Prinzip so, ne, die kannst du halt aufmachen, dadurch, dass du das in 2 Hälften gemacht hast. Und dann kann man hier sozusagen flüssigen Latex reingießen. Also Latex ist ja in seiner Grundform erstmal flüssig und härtet dann an der Luft aus. Ja, und dann musst du die ganze Zeit drehen und drehen und drehen, damit es sich sozusagen Schicht für Schicht aufbaut. Und wenn du dann, so jetzt muss ich Movie Magic das hier kurz wieder reinschummeln für den Aha-Effekt. So, und wenn es dann trocken ist, dann machst du das auf und dann hast du im Prinzip ein Latex-Abbild von diesem Objekt. Ja? Das ist dann flexibel, das kannst du dir dann als Maske aufziehen. Ne? Das ist sozusagen hier mein Miniaturtest gewesen. Das Ganze habe ich dann nochmal in so groß gemacht. Ja? Das heißt, dieses Ding gibt es nochmal in so groß. Das hat ungefähr 20 Tage gedauert, nur auf dem 3D-Drucker, um das Objekt zu drucken. Ja, und dann nochmal 4-5 Tage, bis der Gips trocken ist und so und bis die Latexmaske gegossen ist. Und dann hast du im Prinzip so eine Maske in Lebensgröße und kannst du die echt aufziehen. Ne? Und allein diese Gipsform wiegt halt irgendwie 5-6 Kilo, keine Ahnung. Okay. Ja, und die dann ständig zu drehen. Ja, das ist ja richtig, aber du hast ja auch... Und da hatte ich noch keine Werkstatt damals. Und das habe ich alles im Wohnzimmer gemacht. Im Wohnzimmer? Ja. Meine Mitbewohnerinnen sind verrückt geworden, weil überall waren irgendwie Farbspritzer und überall war irgendwie Gips auf dem Boden. Und oh Gott, das war ganz schlimm. Deswegen hast du dich damals zur Arbeit für 4 Tage krank gemeldet, weil du das die ganze Zeit drehen musstest, also mit der Latexmaske. Da habe ich schon nicht mehr bei euch gearbeitet. Okay. Aber wer hat das richtig dann gedreht? Das ist interessant. Bitte? Also du hast gesagt, das muss man ja die ganze Zeit drehen, bis der Latex austrocknet. Ja. Und im ganz groß, wer hat das dann gemacht? Weil man muss das ja die ganze Zeit, oder geht das schnell? Naja, also jetzt nicht konstant gedreht, aber so immer mal wieder gedreht und immer mal wieder. Ja, komm doch, das ist unser Dennis, unser Stormtrooper.
Hallo. Er ist gerade angekommen. Ne? Wir haben schon wir haben vorhin schon über dich geredet. Ich habe gesagt, dich kann man nachts um 3 anrufen und sagen, morgen um 9 hast du eine Chance, dein Kostüm zu tragen. Dann setzt du dich ins Auto, dann kennst du gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich 2 Stunden später hier. Ja, absolut. Ja. Gut, kann immer losfahren. Ja. Ich glaube, Dennis und Mika teilen sich so ein bisschen den Award für die meisten Kilometer abgerissen für den Dreh. Ne? Ich glaube, dann hast du noch ein paar mehr eigentlich. Ja, aber du warst öfter hier, von daher, weiß ich, vielleicht gleicht sich auch ein bisschen aus. Ja gut, bei mir sind es 200 Kilometer. Ja. Cool, super. Und dann tschüss. Mein Platz. Der Fotograf, ne, der Kameramann, sage ich nicht, aber der weiß, was er will. Ne? Wie beim Set. Hier, jetzt. Nein, wir haben einen Zeitplan, deswegen Zeitplan. müssen jetzt noch... Stimmt, Zeitplan ist wichtig. Also. Ja, so ist das an dem Drehtag. Muss man auch Pausen anlegen, damit man Anweisungen gibt. Ne? Ja. Anweisungen geben kannst du besser als ich, würde ich sagen. Das stimmt. Doch. Ja. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was wir hier eigentlich machen. Was machen wir hier? Ihr wisst ja, was wir machen. Was machen wir denn? Aber vielleicht für den Making-of-Zuschauer ganz interessant, was ist denn überhaupt das Projekt? Genau, also wir haben ja schon gehört am Anfang, dass ich ursprünglich nur, weil ich diese Cantina-Szene aus dem originalen Star Wars-Film so cool finde, einfach irgendwie eine kleine Bar-Szene drehen wollte, wo ein paar Aliens rumlaufen und so. Ne? Das ist ja so die Szene, würde ich sagen, die den ersten Star Wars-Film so berühmt gemacht hat. Ne? Du kommst in diese Bar rein und das sind irgendwie 20, 30 Aliens und viele davon ja auch nur irgendwelche Halloween-Masken, so, ne? Die dann auch später in der Special Edition noch ausgetauscht wurden, weil George Lucas die dann nicht mehr cool genug oder professionell genug aussahen und damals halt aus Budgetgründen nur irgendwelche off-the-shelf Halloween-Masken waren. Und das war ja so ein bisschen die Grundidee, deswegen das Setting, deswegen sind wir hier in der Cantina. Und als Alexei dann zu mir gesagt hat, lass uns mal, also ja, finde ich eine coole Idee, hat er damals gesagt, aber lass uns mal eine Story draus machen. Nicht einfach nur eine Kamerafahrt in der Bar, finde ich langweilig. Lass uns mal ein richtiges Drehbuch schreiben und einen richtigen Plot haben halt so. Ne? Und dann habe ich mich, ich glaube in dem Jahr noch im Finnland-Urlaub hingesetzt und habe so über 3 Wochen halt dieses Drehbuch geschrieben. Okay. Und die Idee dahinter so ein bisschen ist im Prinzip, was wir ja drehen, eigentlich so das Stauffenberg-Attentat in Star Wars. Weil der Gedanke, der mich beschäftigt hat, ist so ein bisschen, also Episode 4, 5, 6, was wir da sehen, ist ja im Prinzip der Sturz eines Regimes, das zu dem Zeitpunkt 20 Jahre an der Macht war. Und man hat ja in Nazi-Deutschland gesehen, die waren nur 12 Jahre an der Macht, aber es hat ja etliche gescheiterte Attentatsversuche auf Hitler gegeben. Und er hat alle überlebt. Und es muss es doch auf einen Diktator wie Darth Vader in diesen 20 Jahren Imperium auch Attentatsversuche gegeben haben, die scheitern. Ne? Wir sehen in Episode 4, 5, 6 halt den einen Versuch, der hinhaut. Ja? Aber es muss ja tausende Gescheiterte vorher gegeben haben. Ne? Und sorry, dass ich jetzt so ein bisschen spoilere, wie der Film ausgeht mit dem Wort gescheitert, aber das ist im Prinzip die Geschichte, die wir drehen. Ja? Wir drehen sozusagen das gescheiterte Stauffenberg-Attentat auf Hitler in Star Wars nach mit einem gescheiterten Attentat auf Darth Vader und halt nicht im Bunker, sondern in einer Bar, weil ich irgendwie diese Cantina mit den Aliens und so, dieses Bar-Setting, das hat mich schon immer fasziniert. Das ist so ein bisschen die Idee und die Vision hinter dem Film. Und was wir tatsächlich auch versuchen, ich sag mal nicht zu 100%, aber so zu 95%, wirklich zu drehen wie 1977. Ne? Also die Dinge, so wie wir die Special Effects machen, ja, also Blasterschüsse sind wir irgendwie mit Luftdruck rausgespritzter Theaterstaub und also es gibt ja diese eine ganz berühmte Szene in Episode 5, wo Darth Vader, Han Solo kommt in so einen Raum rein in Cloud City und rechnet nicht damit und Darth Vader sitzt schon am Tisch.
Und dann zieht er seinen Blaster und versucht auf ihn zu schießen. Und mit der Macht reißt er ihm dann praktisch die Waffe aus der Hand und bewegt die so durch die Luft zu sich und zieht die so durch sich heran. Wie die das damals gemacht haben, ist, die hatten einfach ein Seil an der Waffe und haben ihm die Waffe aus der Hand gerissen. Und dann haben sie den Shot reversed und haben den rückwärts abgespielt. Dadurch sieht es so aus, als würde er diese Waffe zu sich heranziehen. Ganz toll. Die Technik haben wir auch ganz viel benutzt in den Szenen, wo Dinge in die Luft fliegen. Es ist eigentlich in der Regel immer, dass die Dinge sozusagen per Hand bewegt wurden und dann haben wir den Shot einfach reversed und dadurch sieht es so als würden sie in die Luft fliegen. Ja. Und das heißt, so von den technischen Mitteln versuchen wir so ein bisschen, zumindest war das meine Idee, wir ziehen das auch nicht 100% durch, wobei so Bluescreen gab es damals schon auch, also so Sachen konnte man schon machen und auch mit der Miniaturwelt und so, ne? Also es ist alles so ein bisschen so gedreht, dass man es technisch 1977 auch schon hätte machen können. So ein bisschen die Idee. Ja, wir hatten am Anfang 2 Ansätze. Einmal hatten wir gesagt, okay, bei den ersten Drehtagen haben wir gesagt, das machen wir alles in Post-Production mit CGI und so weiter. Ja. Und dann... Das waren die Zeiten, wo ein gewisser Editor noch an Bord war. Ja, genau. Und ja, dann haben wir uns umentschieden, weil wir haben gemerkt einfach, dass so viel mehr Spaß macht. Ja. Und total. Und wir haben auch ehrlicherweise beide keine Erfahrung mit diesen krassen technischen, magischen Post-Production-Geschichten. Ja, das auch. Und ich finde, man merkt es auch einfach. Ja, das ist so, wenn einfach der Lichtblitz, klar, den Blasterschuss musst du in Post hinzufügen, aber wenn die Lichtreflexion und sozusagen der Impact und dann die Rauchwolke, die entsteht, wenn die echt vorhanden sind im Raum, während du filmst, das macht einen ganz anderen Eindruck, als wenn du inklusive der Rauchwolke und der Funken und allem alles nur hinterher in Post. Ja. Ich gucke viele Star Wars Fanfilme, so auf YouTube gibt es ja, such mal Star Wars Fanfilme auf YouTube, Hunderte, Tausende, keine Ahnung. Und viele davon, also es gibt welche, die sind auch komplett animiert, ja, die sind 100% einfach nur 3D-Objekte, die animiert werden und so. Und also es sieht einfach künstlich aus. So. Ich würde sagen, also es ist cool, dass es diese Projekte gibt, aber ich möchte gerne was machen, was einfach echt und lebendig aussieht. So. Und so dieser exzessive Einsatz von, also das ist ja bis in den originalen Star Wars Filmen, ja, wenn du die Episode 1 anguckst, George Lucas hat ja, also der war ja immer seiner Zeit voraus und hat immer als erster neue Technologien ausprobiert und das siehst du dem Film auch an, weil die Technologie war einfach noch nicht reif. So. Der Film sieht heute ganz schlimm aus, wie ein Computerspiel. So, ne? Und von daher bin ich so ein bisschen Fan von praktischen Effekten geworden. Ja, ich hoffe, wir haben es geschafft, Atmosphäre rüberzubringen. Ja, ich hoffe bei auch. Der Schüsse-Szene. Ja. Und ich glaube, das, was wir gerade besprechen, kommt tatsächlich nach dem Film, was wir auf der Leinwand gesehen haben. Und nicht ich würde auch sagen, das Making of gucken wir hinterher. Ihr könnt ruhig Weniger spoilern, das haben Leute alle schon gesehen. Okay, ja, gute Idee. Apropos Special Effects. Ja, das brauchen wir immer. Erzähl doch mal ein bisschen was zur technischen Seite. Erzähl doch mal, du bist ja nur derjenige, der den ganzen Quatsch hier realisieren muss, den ich mir so ausdenke. Was war so die krasseste Herausforderung für dich hier von allem, was wir hier so gedreht haben? Naja, also wo wir angefangen haben, wo du mich angeschrieben hast oder diese WhatsApp-Nachricht, da hatte ich meine Nikon Z6, also Fotokamera mit Videofunktion, was eigentlich also für Filmmaking ja gar nicht gedacht wurde. Und von dem Licht her hatte ich auch gar nichts, nur ein paar Blitze. Ja. Und für Filme Blitze sind also nicht so ganz passend. Und dann haben wir ja angefangen, also eine richtige Filmkamera zu suchen und haben eine Lösung gefunden mit einem Z-Cam. Das ist so eine Alternative zu Komodo, so ein bisschen professioneller und haben das für 5.000 €, wie du weißt, geholt. Oh Gott. Ja, und dann haben wir ganz Aber die hast du wieder verkauft inzwischen, ne? Ja, die habe ich für 2.000 verkauft. Dann im Endeffekt also 3.000 Minus und bei die Sache gemacht, weil es
Wieso konntest du sie nicht behalten? Also das war für unsere Zwecke ungeeignet, weil erstens, also sie hat sich bei Kälte hat sie gestreikt. Bei der Kälte einfach also nicht eingeschaltet, und wenn du 10 Leute am Set hast und alle gucken dich an und die Kamera schaltet sich nicht ein. Und das ist uns passiert, ne? Da oben standen 3, 4 Leute im Kostüm und die Kamera ist nicht angegangen. Und was mussten wir einmal machen? Ins Auto legen, Klima einschalten, ein paar Runden drehen. Wow. Dass sich einschaltet. Also das war gut. Ja, stimmt, die guten alten Seacam-Zeiten. Ja, dann haben wir die verkauft und habe ich Sony FX3 geholt, was eigentlich für uns richtig geile Lösung ist. Das klingt auch wie so ein Star Wars Droide, so FX3. Sony FX3, ja, und Licht haben wir uns geholt, also professionelleres. Wir filmen mit Aperture, aber auch, also nicht zu viel. Also wir haben 2 Lampen und ein paar RGB-Typen, also zum Beispiel da in dem Hintergrund sieht man also rot beleuchtet, das sind diese Godox RGB-Leuchten, und das ist eigentlich alles, also Filmequipment, also alles, womit wir drehen, kann man wahrscheinlich also mit 10.000 Euro Budget berechnen. Und ja, im Vergleich zu richtigen Filmen, wo am Tag wahrscheinlich für Kamera ausleihen, da Alexa oder sonst noch was, 100.000 Euro ausgegeben wird, das ist natürlich also nichts. Ja, aber ich nenne jetzt keine Zahlen, was ich insgesamt für das Projekt ausgegeben habe. Ich finde es spannend. Also sag doch, der ist auf jeden Fall im 5-stelligen Bereich, was er ausgegeben hat für ein ganzes Equipment. Und 5-stelliges also mit nicht 1 oder 2 am Anfang. Das Einzige, was ich sage, ist, ich habe gar kein Fragezeichen mehr, warum eine krasse Hollywood-Produktion 250 Millionen $250 Millionen kostet. Definitiv. Überhaupt, also nur daran gemessen, was wir hier für ein Amateurprojekt ausgegeben haben von 20, 30 Minuten Länge. Ja? Wenn du 120 Minuten Hochglanzproduktion machst, warum das 250 Millionen kosten kann, gar keine Frage mehr. Also, es ist so, was du auch so mit so klar, es fängt ja nur damit an, so du gehst hier kommen irgendwie 15 Leute, du gehst morgens zum Bäcker und holst Verpflegung für alle, bist du schon mal 60, 70 Euro los, ne? Nur für belegte Brötchen. Ja. Und das irgendwie 6, 7, 8 Mal im Jahr. Ne? Und dann gehen wir nachher noch Pizza essen und so. Und dann hier... gibt das alles aus. Ich bin hier 3-mal für diese Kulisse, 3, 4 Mal in den Baumarkt gefahren und jedes Mal irgendwie mit 300, 400 Euro Rechnung rausgegangen, nur für die Bretter hier, für diese Kulisse, in der wir sitzen. Ne? Und das ist ein Set von 3. Ne? Und so läppern sich diese kleinen Beträge. Ja. Also es ist schon krass, wie teuer Film machen einfach ist. Ne? Und ich hätte mega Bock, einen Teil 2 zu drehen. Aber ich muss jetzt einfach erstmal wieder ein bisschen Geld sparen, bevor ich da überhaupt drüber nachdenke. Und wir geben kein Geld für Schauspieler oder zum Beispiel für Kameramann oder für wen? Zahlen, ne? Ja, das ist der einzige Profi in der Produktion. Ein kleiner aber er hat mir einen Freundschaftspreis gemacht. Genau. Sebastian, wir müssen reden. Psst, erzählen, es bleibt unter uns. Also es ist, also sage ich mal, wenn ich jetzt bei irgendeiner Produktion mitmachen würde, wo wirklich, sage ich mal, tatsächlich für kommerzielle Zwecke, dann würde ich sagen, hört mal, da ist auch eine andere Vorbereitung. Auch hier ist eine Vorbereitung, eine ganz wichtige Vorbereitung, auch große und nicht nur jetzt inhaltlich, sondern auch mental und körperlich und so weiter. Und deswegen habe ich mich entschieden, weil wir haben miteinander gesprochen und ich glaube, du wolltest mich sowieso fragen, was hat dich hier gereizt? Ja, was hat dich hier gereizt, hier mitzumachen? Das Gespräch mit dir, die Stimme, die Art. Also nur am Telefon, wir haben uns noch nicht gesehen. Genau. Ja. Also das war schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und ich kannte dich nicht. Ne? Ich hätte sagen können, okay, wir kannten uns nur über Toni, ne? Genau, nur über Toni, aber wir haben ja persönlich nie miteinander gesprochen gehabt. Ja? Ich hätte sagen können, ich mache dir dann kostenvoll, ist mir egal, was das für ein Projekt ist. Ich mache eine Arbeit und dafür gibt es dann so. Da habe ich gesagt, nee, du hast mir erklärt, das ist ein bzw. Low-Budget oder No-Budget-Projekt. Dann habe ich gesagt, okay, gut, nur ich habe das Problem, dass ich, wenn ich hierher komme, andere Projekte nicht machen werde. Ja? Das heißt, das muss ich ein bisschen ausgleichen. Ne? Wenn ich jetzt Auftritte absage, muss ich eine ähnliche Entschädigung bekommen. Ja? Völlig klar. Ja?
Und deswegen habe ich gesagt, dass zumindest das, was ich verliere, eigentlich abgedeckt wird. Ja. Und ich bin auch Alles gut. Wie gesagt, ich habe auch meinen Rider mit mindestens 2 Kaffee am Tag und so weiter, was der Sebastian zur Verfügung stellen soll. Ja. Es ist klar. Und mich hat es gereizt, weil diese Begeisterung dahinter steckte. Ja. Und diese Authentizität, diese Offenheit, ja, das ist menschlich, das hat mich berührt. Da hat mir gesagt, wow, er meint das ernst, das ist so, er ist bescheiden. Und trotzdem, ja ganz rot hier. Ja, nee, das nur Übrigens, Stimmen. dieser Gedanke, er meint das ernst, also habe ich ganz oft im Kopf, wo er mich also um 10:30 oder 10:30 anruft und mit irgendwelche Ideen und sagt, er meint das jetzt wirklich ernst. Ne? Also, und das ist gut, das ist gut. Es ist nicht irgendwas, wo er sagt, ich bla 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 und dann wird es nicht umgesetzt. Ich habe gespürt, da ist tatsächlich diese Umsetzung, weil im Nachhinein habe ich dann ein paar Sachen noch bekommen und so. Und klar, ich habe eine Überlegungszeit gebraucht. Ja. So, und dann habe ich gesagt, wow, das ist toll. Und ich achte auch drauf jetzt, ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich mir, was weiß ich, ein Deutschland-Ticket besorgen, damit er jetzt auch da nicht jetzt noch die Kosten decken muss. Ich spare an mir, ich spare für mich persönlich, aber das ist ein Prinzip von mir. Ich muss auch an die anderen denken, für die anderen da gilt das auch. Ja? Das heißt nicht, dass wenn er das alles jetzt zahlen würde, ja, also dann muss er zahlen. Nein, ich gucke, dass diese Sparpolitik, die ich für mich habe, auch für die anderen geltend mache. So, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, der Arme, der gibt da alles aus von komplett Energie, das Wirtschaftliche, also das Finanzielle, alles was das, was ich alles reingesteckt habe. Ich habe auch quasi ein schlechtes Gewissen für das, was er alles gemacht hat. Ich denke aber, Sebastian, dass früher oder später kommt da was zurück, weil du hast hier vieles geschaffen. Die Leute durch deine Art sind mit dir gegangen und das fügt sich alles. Warum hat die Deutsche Bahn quasi dafür gesorgt, dass wir immer alle hierher ankommen, abgesehen von den Leuten, die jetzt mit dem Auto gekommen sind. Aber du hast vorhin gesagt, ja, du bist immer pünktlich angekommen, obwohl du mit der Bahn kommst. Ja, tatsächlich, es gab auch Probleme. Manchmal soll es sein, ja. Und deswegen, und diese Energie, die zieht man an. Ja. Und deswegen hat mich das gereizt. Ich dachte, ich habe keine Ahnung von Star Wars, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Begeisterung, die hat sich übertragen auf mich und ich bin mir sicher, dass ich dann früher oder später mich da hinsetze und mir alles reinziehen, was Star Wars angeht. Ja, das werde ich tun. Das ist diese Begeisterung. Jeden Menschen, den ich zum Fan konvertiere, ist positiv. Ja. Freut mich. Ja. Nee, das ist toll. Das ist toll, weil das ist eine ehrliche Begeisterung. Wir sind Kinder, ja, wir spielen hier und dadurch dieses Kindsein in uns, das gibt uns diese Freiheit, kreativ zu sein. Ich bin frei, ja, also weg von den ganzen schrecklichen Dingen, die in der Welt immer gemacht werden, aus Gier, aus Rache oder hier, oder, aus Revanche und keine Ahnung. Nee, einfach, spielen. Dann kommen wir rein, und mit Brötchen und spielen wir. Apropos kindlich spielen, was ich dich noch fragen wollte, du hast ja nun nicht nur eine Rolle in dem Film, sondern 2 und du spielst ja auf der Seite des Imperiums sozusagen also du spielst jetzt nicht Darth Vader, du bist nicht der Oberbösewicht, aber du bist so, sein Adjutant drunter. Genau. Also du bist schon der Antagonist des Films, könnte man sagen. Und gleichzeitig spielst du ja auf der Rebellenseite den Jedi, der versucht hier irgendwie mit einem Bombenanschlag Darth Vader in die Luft zu jagen. Ne? Abgesehen davon, dass das ja schon mal irgendwie ernste Themen sind. Aber du spielst ja sozusagen deinen eigenen Widersacher selber. Wie ist das für dich so? Muss man schizophren sein, so ein bisschen im Kopf, um das gut hinzukriegen? Oder? Also am Anfang dachte ich mir, wow, Doppelrolle, das ist sehr interessant. Das lohnt sich dann tatsächlich, da bei diesem Film mitzumachen. Das ist eine Herausforderung, 2 gegensätzliche Rollen zu spielen, die wirklich ganz andere
Ziele haben und Zwecke. So, ich dachte mir, es sei schwieriger. Aber dadurch, dass ich auch einige Erfahrungen gemacht habe auf der Bühne, wo ich vielleicht jetzt nicht gleichzeitig 2 Rollen gespielt habe, die gegensätzlich sind. Mittlerweile tatsächlich in der Zeit, wo wir gedreht haben, noch über andere Projekte, auch mehrere Rollen quasi gleichzeitig auf die Bühne gebracht habe. Aber zuvor haben wir ja schon diese Gegensätze hier gedreht. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich konnte tatsächlich switchen, muss ich sagen. Ja? Also deren Seele zu verkörpern, die du auch so dir in deiner Vision auch vorgestellt hast. Und du hast es auch dazu gebracht, dass, ich glaube, das war letztes Mal, wo wir erstmal eine Rolle an einem Tag gespielt haben und dann die andere. Das ist natürlich ein Vorteil, weil da kann man sich an einem Tag auf die eine Rolle und dann an den anderen. Also du bist sozusagen abends als Rebell ins Hotel und morgens vom Frühstücksbuffet als imperialer Soldat wieder rausgelaufen. Ja, genau. Und heute geht es aber nicht, ne? Wir wollen noch. Ja, nee, heute musst du beide Rollen auf einmal an einem Tag spielen. Das passt. Aber du hast auch als Rebell nicht mehr viel zu tun heute. Du musst noch einmal gut aussehen und einmal in den Comlink sprechen und ansonsten kannst du heute ganz den Bösewicht rauslassen. Ja, das ist gut. Also das kriegen wir hin. Du machst es auch sehr überzeugend, finde ich. Also gerade, wir haben ja vorhin gesprochen, ne, Maske und so und dann ohne Mimik, aber es ist schon schön in der anderen Rolle dein Gesicht zu sehen. Ich habe auch bewusst, ist ja auch ein Stormtrooper, der hat ja eigentlich auch einen Helm auf, zu einem Kostüm gibt es auch einen Helm, das habe ich aber bewusst weggelassen und dir nur diese Offiziersmütze aufgesetzt, weil ich das schön finde, wenn dich auch so ein bisschen einfach so mit der Mimik spielen zu sehen. Aber ich fand auch die anderen, die da mitgespielt haben, auch mit bestimmten Bewegungen, die fast instinktiv so richtig, wie soll ich sagen, glaubhaft rübergekommen sind. Ich kann mich an den Frosch hier erinnern. Paul, ja, der hat es gut gemacht. Ja, der hatte ich da hinge und dachte mir, der ist ja tot, unglücklich. Zusammengesunken, ja. Also das hat nur gereicht. Das war schön, ja, das war ganz schön. Vor allem, wo es hieß, die Partnerin soll ihn da ein bisschen streicheln und so weiter. Und der so trösten, trösten und er so mit dem Kopf so. Obwohl, ich meine, die Maske, die bewegt sich ja nicht. Aber das hat er gut gemacht. Das hat er toll gemacht, fand ich super. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber man sieht, dass der Kameramann schon gestresst ist. Ja, wir müssen jetzt aufhören. 12 Uhr Drehbeginn. Die Schauspieler kommen langsam an. Dann ein letztes Wort noch. Vielen Dank euch beiden. Danke dir. Danke dir. Alexei, unser Kameramann und Director of Photography, Michele, unser Hauptdarsteller, dass ihr hier den kleinen Spaß mit dem Making-of mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet schon Spaß oder habt noch Spaß beim Film gucken. Gerne Fragen in den Kommentaren, beantworten wir alles. Absolut, ja. Dann, viel super, Spaß danke euch. Und danke fürs Zuschauen. Ja, danke. Sag dir doch schon mal 10-mal mit Korken. Lächerlicher Versuch. Ein lächerlicher Versuch. Kein Offenbacher jetzt. Ein lächerlicher. Jetzt mal wieder ein bisschen Offenbach. Wie? Bei was jetzt? Lächerlich. Ein lächerlicher. Ja, so ist gut. Ein lächerlicher Versuch, mir mein Leben zu nehmen. Ja, das klingt gut. Muscles working here.